Begonnen hat bei Pierre von der Heydt aus Gemmerich im Taunus alles im Jahre 2005 mit einem Brennholzhandel, damals noch im Nebenerwerb. Den wirklichen Schritt zur Selbstständigkeit wagte er 2014 mit einem land- und forstwirtschaftlichen Lohnunternehmen. Schon 6 Jahre später startete er unter der Firmierung Taunus Pellets neu durch. Ich hatte durch den Brennholzhandel immer sehr viele Sägespäne, wo ich nicht wusste, was ich damit machen sollte. Und so kam man dann auf die Ursprungsidee, dann Pellets herauszupressen. Schon damals spielte der Gedanke der Nachhaltigkeit eine große Rolle. Man musste ein bisschen nachhaltig denken und irgendeine Verwertung mussten die Späne haben. Und da kam man halt auf die Pellets, weil wir auch selbst eine Pelletsheizung haben. Schnell war klar, dass hierfür nur eine Anlage von EcoCraft in Frage kommt. Weil man mit der Anlage von EcoCraft sehr flexibel ist, man nicht nur Holz pelletieren kann, sondern ganz viele unterschiedliche Materialien. Worauf wir aber erst gekommen sind, nachdem wir den ersten Besuch bei der Firma EcoCraft hatten. Und dadurch ergaben sich für Taunus Pellets zahlreiche neue Einkommensmöglichkeiten. Das heißt, wir pelletieren jetzt oder machen Pellets aus Miscanthus, Holz, Stroh, Heu und auch als Schafwolle. Deshalb heizen, füttern, düngen, das ist so ein bisschen unser Slogan an der ganzen Sache. Derzeit sind gerade Holzpellets äußerst gefragt. Sie sind ein Weg, von fossilen Energieträgern wegzukommen. Trotzdem ist die Bandbreite in der Pelletsherstellung groß. Jeder schreit danach und jeder hätte gerne. Wir haben viele Bestellungen und arbeiten jetzt nach und nach ab, aber gefolgt von der Schafwolle, die in Kommunen oder Privatgärten eingesetzt wird, weil es halt einfach der Vorteil der Wasserspeicherung ist. Und es ist ein Naturprodukt, was sonst die Schäfer mit der Wolle nicht wissen, was sie damit machen sollen, sind sie froh, die bei uns dann sinnvoll verarbeiten zu lassen oder halt von uns die fertigen Pellets zu kaufen. Wir machen dann des Weiteren Pellets zum Einstreuen für Großtiere und Kleintiere aus Holz, Miscanthus und aus Stroh. Und zusätzlich haben wir noch einen Einstreu für Groß- und Kleintiere. Wir haben Holzpellets oder Heukops zum Füttern. Dann haben wir Leckerlis für die Pferde oder Kaninchen oder wer auch immer es essen möchte. Und halt eben unser Einstreu aus 3 verschiedenen Materialien, aus Miscanthus, Holz und Stroh. Und das gleiche auch für Kleintiere, sprich Katzen oder Hasen, sonstiges, Hühner. Vielerlei Produkte, die alle nur mit einer Anlage produziert werden können. Der Austausch mit EcoCraft spielt dabei eine wichtige Rolle. Ich denke, wir haben jetzt schon ganz gut Praxis gesammelt in der Branche und können auch eventuell mal ein paar Tipps zurückgeben, wo vielleicht das eine oder andere noch ein bisschen zu verbessern wäre. Und ich denke, so der gegenseitige Austausch ist schon viel wert und funktioniert auch gut. Einer der größten Vorteile für Taunus Pellets ist die Vielseitigkeit der Anlage aus Niederbayern. Das war letztendlich sogar die Kaufentscheidung, dass man mit dieser Maschine ganz viele Materialien machen kann. Und ist halt einfach ein Riesenvorteil. Ein Vorteil, den der Unternehmer aus dem Taunus in Zukunft noch weiter ausbauen will. Geplant wäre noch eine zweite Anlage von EcoCraft, um einfach die Produktionsmenge zu erhöhen. Auch die Konfektionierung in verschiedene Verpackungseinheiten wird in Gemmerich mit der Anlage von EcoCraft bewältigt. Unsere Verpackungen haben wir Säcke und Kartons und machen das mit der Absackanlage auch von EcoCraft. Das ganze System passt halt daher aufeinander. Das Big Pack-System passt oben drauf. Man kann es mit dem Stapler oben drauf heben, absacken, runter, nächste drauf, fertig. Nachhaltigkeit und eine große Produktpalette. Das sind die Standbeine von Taunus Pellets. Für die Zukunft fühlt man sich mit dieser Anlage gut gerüstet. Das ist Zukunft. Ob die Holzpellets jetzt unbedingt die Zukunft sind, weiß ich nicht. Es gibt mit Sicherheit, muss man sich ja Gedanken machen, ob man nicht auch bisher auf Stroh oder Miscanthus geht, auch in Einfamilienhäusern, nicht nur in großen Anlagen. Ich denke, dahin wird die Zukunft sein und da sind wir ja bis jetzt ganz gut aufgestellt dafür. Die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten aus der Pelletieranlage von EcoCraft wird wachsen.
Davon ist man hier überzeugt und tüftelt auch ständig an neuen, innovativen Produkten, die man noch auf den Markt bringen könnte.